Im November diesen Jahres 2024 wurde ein großes Spektakel angekündigt. Der King Elvis Presley, er soll wieder live on stage gehen. Ja, wie ist das möglich mit einem Menschen, der vor fast 50 Jahren bereits gestorben ist? Die Antwort ist künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence auf Englisch, KI auf Deutsch, AI auf Englisch. Begriffe, die uns momentan nicht nur im Bereich der Musik, sondern generell ständig begegnen. Ich möchte heute mal der Sache ein bisschen auf den Grund gehen, bevor jetzt viele von uns sagen werden, oh nein, das ist Leichenflatterei, ähnlich wie wir es bei den Overdubs und so weiter hatten und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Möchte ich heute mal ein bisschen der Frage nachgehen, liegt darin eine Chance oder ist es tatsächlich mehr etwas, was uns Angst machen muss, vielleicht sogar Verwerfliches? Und ich möchte mal den Fokus auf vielleicht ein ganz anderes Augenmerk richten. Nicht auf die Show, die wir im November in London sehen werden, in der Premiere, die später dann auch nach Berlin kommt, werde ich später darüber sprechen, sondern vielleicht, was bedeutet das in Zukunft für Re-Releases von Elvis-Aufnahmen, speziell aus den 50er Jahren? Dieser Frage möchte ich heute mal ein bisschen nachgehen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir einsteigen, möchte ich euch gleich darauf hinweisen, am kommenden Freitag, 2. Februar 2024, ab 19 Uhr bin ich im Livestream zu Gast bei der YouTuberin Nadine und ihrem Kanal Soul Disco. Ich blende das unten ein. Es wäre ganz toll, wenn ihr am Freitag um 19 Uhr einschalten würdet. Das wird eine interaktive Sache werden. Das heißt, ihr könnt auch Fragen stellen, ihr könnt euch mit beteiligen. Es werden außer mir noch 3 weitere Personen mit dabei sein und wir werden über Elvis Presley reden, über verschiedene Themen. Möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich habe natürlich das Konzept schon vorliegen. Freue mich unbändig drauf und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Also merkt euch vor in eurem Kalender, 2. Februar 2024, 19 Uhr, auf dem YouTube-Kanal Soul Disco, der Livestream zum Thema Elvis. Aber jetzt steigen wir ein. Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen für Elvis-Fans. For here in person comes the singing sensation, the greatest new star of... Yes, here comes Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen nochmal. Wie gesagt, im November wird diese Elvis-Show über die Bühne gehen. Wir wissen bisher sehr wenig, was laufen wird. Es gibt nur ein paar ganz wenige Schnipsel im Internet. Ich blende euch mal ein paar Szenen dazu ein. Elvis wie ein Hologramm auf der Bühne. Unbeantwortet ist nach wie vor die Frage, was bedeutet das für die Musik? Hören wir da was live oder wird gar mit künstlicher Intelligenz etwas ganz Neues kreiert? Sprich, dass Elvis etwas singt, was er original nie gesungen hat. Was ich persönlich jetzt für verwerflich halten würde, sage ich ganz ehrlich, obwohl es eine fantastische, gelungene Version gibt von Poor Man's Gold. Poor Man's Gold ist ein Song, den Elvis 1969 in den American Sound Studio Sessions aufgenommen hat und dann abgebrochen hat. Es gibt von ihm, ich glaube, nur 2 Zeilen. Und die künstliche Intelligenz hat es tatsächlich geschafft, den Rest des Songs, seine Stimme künstlich quasi zu erschaffen und er singt den Song durch. Man merkt den Unterschied kaum, wenn man es nicht weiß, glaubt man tatsächlich, Elvis hätte den Song komplett aufgenommen. It's the feeling that I get looking down at my brand new baby, holding on to daddy's thumb just as tightly as he can hold. So, aber was war denn eigentlich der Auslöser für das, auf das, was ich jetzt eigentlich raus will? Ihr alle kennt vielleicht das Problem von Platten wie dieser hier. Elvis Forever erschien 1974. Tolles Album, keine Frage, eine Art Best of Greatest Hits. Es gab noch 3 Fortsetzungen, Volume 2, Volume 3, Volume 4 im Lauf der Jahre. Das ist die erste von 1974 und was hat man gemacht? Übrigens genauso mit allen Neuauflagen von Elvis LPs aus den 50er Jahren.
man hat sie in ein künstliches Stereo versetzt. Warum? Weil die Originalaufnahmen Mono waren und weil man zu der damaligen Zeit der Meinung war, Mono kann man keinem Menschen mehr anbieten. Denn in den 70ern, das war die Zeit, wo die Stereoanlagen boomten, die Menschen sich alle Stereoanlagen gekauft haben. Und deshalb hat man hier versucht, mit den damaligen technischen Möglichkeiten, man hat ein bisschen Hall, ein bisschen Echo dazu gegeben, übrigens keine neue Erfindung, werde ich dann später mal kurz darauf zu sprechen kommen, und hat das Ganze in Stereo verwandelt, was aber, wie ich finde, einen furchtbaren Sound abgibt. Mir hat das nie gefallen. Ich war so froh, wie dann in den 80er Jahren endlich die Mono-Ausgaben kamen. Und das hier ist eine LP Original von 1959, eine amerikanische Erstpressung von For LP Fans Only. Und das ist ja, wer die LP von euch kennt, eine Mischung aus Sun-Titeln und aus RCA-Titeln. Das waren alles entweder irgendwelche B-Seiten oder Single-Titel, also Titel, die noch nie auf einer LP waren, daher auch der Name des Albums For LP Fans Only. Genau, und hier, diese Quelle habe ich genommen und auch noch dazu die Elvis Golden Records von 1958 in Mono, um euch den Unterschied zu zeigen zwischen Mono, der Originalaufnahme aus den 50ern, und dem elektronischen Stereo. Und da machen wir gleich mal einen Vergleich mit Hound Dog. Hört mal rein. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Ja, und den nächsten Vergleich zwischen künstlichem Stereo und Original Mono von der Elvis Golden Records, Heartbreak Hotel. Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel. I'll be just a lonely baby. Vielleicht fragt ihr euch jetzt immer noch, was will er eigentlich heute? Was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ich weiß, das Thema ist etwas komplex heute. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und könnt mir vor allem folgen. Ich verlasse mal kurz Elvis, um euch zu zeigen, worauf ich hinaus möchte. The Beatles, Get Back. Diese fantastische Blu-ray, ursprünglich auf Disney Plus, glaube ich, gestreamt, ist ja eine Produktion von Peter Jackson. Und Peter Jackson hat Get Back von den Beatles, der Original-Kinofilm hieß Let It Be, erschien 1970. Es gab über 50 Stunden Tonmaterial und ähnlich viel Bildmaterial. Und vieles wurde ja seit Jahrzehnten einfach nicht gesehen. Und Peter Jackson hat Folgendes gemacht. Er hat also einen völlig neuen Film erstellt, hat das alles remastert. Und jetzt komme ich zur künstlichen Intelligenz. Er hat dazu die sogenannte Demixing-Technologie verwendet. Was heißt es, Demixing-Technologie? Ganz einfach. Der Computer erkennt einzelne Stimmen, einzelne Instrumente und filtert die raus, die auf einer einzigen Spur aufgenommen wurden. Also zum Beispiel an diesem Album hier, The Beatles, ja, die erste LP, also die erste Doppel-LP von zwei, die hier. Ich verweise dazu auf mein Video, das ich gemacht habe auf meinem Hauptkanal in Vinyl Veritas. Hier wurden die ganzen Songs aus den frühen 60er Jahren, die man alle auf einer 2- bzw. 4-Spur-Maschine aufgenommen hat, wo man bestimmte Kanäle nicht mehr trennen konnte. Es war nicht möglich, einen Stereo-Mix von diesen Beatles-Songs zu machen, einen richtigen, echten Stereo-Mix. Und diese Demixing-Technologie hat das jetzt ermöglicht, weil sie nämlich die zum Beispiel Leadgitarre einzeln erkannt hat, rausgefiltert hat, Rhythmusgitarre einzeln erkannt hat, rausgefiltert hat. Die waren alle auf dem gleichen Kanal, man konnte sie nicht trennen, jetzt konnte man sie trennen. Und Giles Martin, der Beatles-Produzent, hat daraus diese fantastische Doppel-LP gemacht mit den neuen Mixes. Und jetzt erklingen diese Songs plötzlich in einem echten Stereo, was zur damaligen Zeit technisch nicht möglich war, weil man eben nur 4 Spuren auf den Bandmaschinen hatte. Und die Ursache für diese Geschichte liegt hier in diesem Film. Peter Jackson hat nämlich für Get Back die Monologe der Beatles rausgeschnitten, die vorher nicht hörbar waren. So, und jetzt aber zurück zu Elvis. Ich weiß, es ist heute sehr technisch, was ich heute mache. Ihr mögt es mir nachsehen, aber ich glaube, dass es eine spannende Geschichte ist. Worauf will ich jetzt eigentlich hinaus?
Ihr habt vielleicht jetzt, wenn ihr mir gefolgt seid, dann habt ihr vielleicht auch den gleichen Gedanken gehabt, den ich schon seit ich von der Sache gehört habe. Wäre es eigentlich möglich, die frühen Elvis-Aufnahmen, die in Mono aufgenommen wurden, durch diese Demixing-Technologie, die also auf künstlicher Intelligenz basiert, auf dem Computer, wäre es möglich, die einzelnen Instrumente nochmal zu trennen und daraus einen ganz neuen Stereo-Mix zu machen. Fände ich super spannend, ganz ehrlich. Nicht, dass ich die Mono-Mixes nicht mag, im Gegenteil, ich liebe sie. Aber wenn wir zum Beispiel dieses Album mal, Elvis Golden Records, ja, eines der besten Alben, zumindest mit Elvis der 50er Jahre, wenn wir dieses Album mal in einem neuen Stereo-Mix bekämen, wo also ganz neu abgemischt wurde, ähnlich wie bei den Beatles, das fände ich ein total spannendes Projekt. Wir müssen uns kurz mal anschauen, wie wurden diese Songs aufgenommen, speziell in den Sun Studios. Sam Phillips verwendete eine Ampex Bandmaschine, Mono, Einspur, und hatte ein Mischpult mit 6 Mikrofoneingängen. Und er konnte also während der Aufnahme mischen. Und das fertige Produkt kam dann auf das eine Band der Bandmaschine. Später kam dann noch 2 Spur dazu für die ersten Elvis-Aufnahmen. Zumindest was ich jetzt recherchiert habe, ist mir aber nicht bekannt, dass hier mit 2 Spuren gearbeitet wurde. Ging alles auf eine Spur drauf und es musste, wie gesagt, gleich gemischt werden. Das war gar nicht einfach. Und Sam Phillips hat einen Trick angewendet. Sein Studio war von der Akustik her total trocken, der Klang. Ja? Und er wollte einen schönen Hall, auch ein bisschen Echo mit haben und so weiter. Und wie konnte er den erreichen mit den damaligen Mitteln? Heute kann man das alles im Studio, das ist alles kein Thema, aber wir reden jetzt von 1954. Ja, das ist jetzt praktisch 70 Jahre her. Ja, und was hat er gemacht? Ganz einfach. Er hat 2 Bandmaschinen verwendet. Die erste hat aufgenommen und er hat, nachdem zwischen dem Aufnahmetonkopf und dem Wiedergabetonkopf ein kleiner Abstand ist, das sind nur ein paar Zentimeter, ich zeige es euch gleich an meiner Bandmaschine hier hinten, diesen kleinen Abstand hat er ausgenutzt, das heißt, er hat direkt vom Wiedergabeknopf, also das Band hat gleichzeitig wiedergegeben und diese Wiedergabe ging auf eine andere Bandmaschine drauf, sodass das leicht verzögert war. Und die beiden zusammen gaben dann diesen Hall. Also raffiniert gemacht und gut gedacht, genial eigentlich. Und so entstand dieser typische Sun-Sound, den wir jetzt mal hören am Beispiel von Mystery Train aus dem Album For LP Fans Only. Da hat man nämlich die Original Sun-Abmischungen auch genommen. So, jetzt gehen wir mal an die Bandmaschine, dann zeige ich euch das schnell. Geht mal mit. Ja, und hier sehen wir eine semi-professionelle Heimbandmaschine. Ist natürlich keine Studiomaschine. Die Akai GX747, die ich besitze seit Mitte der 80er Jahre. Die kam 1981 oder 81 glaube ich, auf den Markt. Und hier können wir sehr schön sehen, das Band läuft hier praktisch durch. Ich habe es jetzt bloß nicht eingelegt und geht dann hier zum Wiedergabekopf. Ja, und dann geht es weiter. Und das hat Sam Phillips genutzt, diese Technik, um diesen Echo-Effekt zu erzeugen. Ja, und jetzt komme ich auf meine Eingangsfrage zurück. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es in die Kommentare unten rein. Ich fände es ein spannendes Projekt und ich glaube, wir werden das eines Tages tatsächlich sehen, dass es Remix-Versionen gibt, die auf dieser Demixing-Technologie basieren, wo wir vielleicht tatsächlich die frühen Elvis-Aufnahmen aus den 50er Jahren in einem echten Stereo-Mix bekommen. Kein künstliches Stereo, sondern ein echtes Stereo mit einer Neuabmischung. Technisch ist das möglich, keine Frage. Gemacht hat es nur noch keiner. Aber vielleicht sieht ja jemand mein Video bei Sony BMG. Vielleicht stößt man ja auch Madros Bang. Das ist ja momentan der aktuelle Elvis-Mixer. Vielleicht stößt man den mal an und sagt, komm Junge, probier das mal mit dieser Technologie und mixe mal die Songs aus den 50er Jahren neu. Ich
Ich glaube, wir werden das eines Tages erleben. Aber ihr könnt es natürlich gern anders sehen. Ihr könnt auch sagen, also alles Blödsinn, möchte ich nicht, brauche ich nicht, wie dem auch sei. Das soll es für heute gewesen sein. Eine kleine technische Folge, aber ich hoffe trotzdem spannend für euch. Ja, und ich verweise euch nochmal auf Freitag, 2. Februar um 19 Uhr. Auf dem Kanal Soul Disco von der Nadine werde ich live zu Gast sein als Talkpartner und ihr könnt Fragen stellen und so weiter. Ich freue mich auf euch, wenn ihr mit dabei seid. Danke auch für euer Interesse heute. Wer es noch nicht gemacht hat, denkt dran, liken, abonnieren, Glocke. Ciao, servus, euer Gerd.